Halina Bierenbaum ist zum ersten Mal in ihrem Leben in einem Fußballstadion. Eine völlig neue Erfahrung für die 90-Jährige. Nach Dortmund gekommen ist sie allerdings aus einem anderen Grund. Die gebürtige Polin hat den Holocaust überlebt, im Gegensatz zu 6 Millionen anderen Jüdinnen und Juden. Diesen Opfern möchte sie mit ihren Vorträgen ein Gesicht geben, damit die Gräuel der Vergangenheit niemals in Vergessenheit geraten. Keiner kennt nicht das Wort Treblinka. Alles hat man gewusst. Alles schön in Warschau geht, hat man gewusst. Es gibt einen Platz, das ist der schlimmste Platz auf der Welt. Niemand ist geblieben, nicht ein Name sogar. Ich habe geschrieben, das Buch, ich habe eine Freundin gehabt in Auschwitz, sie war 16 Jahre alt, man hat sie bei einer Selektion weggenommen und sie war gut befreundet mit mir. Und nach 20 Jahren später habe ich das Buch geschrieben, habe ich schon nicht gedacht, wieso sie heißt. Ich habe mit ihr zusammengesessen, wenn man gerufen hat, nur mit zum Krematorium zu gehen. Für seelische Menschen, nur das ist nur. Für die war es nicht geblieben. Da hätte ich dieses Glück nicht gehabt, jedes Mal. Und wäre gestorben, hätte jemand gewusst, diese ganze Geschichte, was ich habe schon mitgemacht. Der 27. Januar, Jahrestag der Befreiung des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, der Tag gegen das Vergessen. Auch im Kalender von Borussia Dortmund ist das Datum fest verankert. Seit 10 Jahren organisiert der Verein im Borusseum Veranstaltungen, um an die Verbrechen der Nazizeit zu erinnern. Dieses Mal sind über 500 Leute gekommen und lauschen gebannt den Ausführungen der Zeitzeugin. Ja, es freut mich sehr, dass so viele Leute haben zu diesen 75 Jahren von Auschwitz jetzt so viel mehr wollen zu wissen, das wie früher. Früher waren sie nicht so. Und jetzt mehr und mehr die Jugend wahrscheinlich aufgewachsen in eine neue Generation, was sie willen wissen. Das ist weit von denen. Die Befreiung jährt sich in diesem Jahr zum 75. Mal. Repräsentanten des BVB sind zur zentralen Gedenkfeier nach Oswiecim gereist. Geladen sind Holocaust-Überlebende, über 50 Staats- und Regierungschefs, Partner der Gedenkstätte sowie Borussia Dortmund. Ich glaube, dass der BVB ja durch diese jetzt schon 12-jährige Antidiskriminierungsarbeit natürlich auch gesellschaftlich da schon ein Ausrufungszeichen gesetzt hat. Und wir haben ja sowohl mit Yad Vashem eine sehr freundschaftliche Verbindung und in Auschwitz kann man ja ehrlicherweise sagen, dass wir sowohl zum Museum als auch zur Jugendbegegnungsstätte schon sehr, sehr partnerschaftliche Beziehungen in den Jahren aufgebaut haben. Und das ist, glaube ich, für den ganzen Club eine Herzensangelegenheit. Die partnerschaftlichen Beziehungen mit den Einrichtungen vor Ort werden regelmäßig gepflegt. Auch diesmal steht eine Visite der Jugendbegegnungsstätte auf dem Programm. Genau wie der Besuch in Monowitz, einem weiteren Teil des Lagerkomplexes in Auschwitz. Dort wurden einige Deportierte aus Dortmund zur Arbeit gezwungen. Ihnen erweist der BVB vor Ort die Ehre. Ein paar Tage zuvor, eine Abordnung aus Dortmund nimmt am World Holocaust Forum teil. Hier wird ebenfalls den Opfern des Naziregimes und den Überlebenden gedacht. Neben den alliierten Siegermächten kommt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Wort. Heads of state and government, Excellencies, guests from all over the world, and most of all,
esteemed witnesses and survivors of the Shoah. Here at Yad Vashem burns the eternal flame in remembrance of the victims of the Shoah. This place reminds us of their suffering, the suffering of millions, and it reminds us of their lives, each individual life. Israel, Polen, dazwischen ein kurzer Abstecher in die Heimat zum Bundesligaspiel gegen Köln. Hans-Joachim Watzke ist viel unterwegs in diesen Tagen. Ein straffes Programm, das er gerne absolviert. Wenn man das hier erlebt hat, wenn man Auschwitz oder jetzt Momowitz und Birkenau erlebt hat, ich glaube, dass alles, was man da macht, einem nicht schwerfällt, weil wenn man erlebt hat, was die Menschen hier erlitten haben, wenn man das kann man ja heute noch spüren, und wenn man damit immer wieder konfrontiert wird, dann muss einem auch klar sein, was wir alle für ein extrem privilegiertes Leben führen. Also dafür ist einem, glaube ich, auch nicht so anstrengend. Schwarz-Gelb hat viele Millionen Anhänger überall auf der Welt. Diese Popularität will der BVB nutzen. Borussia Dortmund ist längst mehr als nur ein reiner Fußballverein, ein gesellschaftlicher Akteur mit sozialer Verantwortung. Und dazu gehört auch der Kampf gegen Antisemitismus. Wir müssen von daher, gerade was Antisemitismus innerhalb des Rassismus angeht, da muss man natürlich sehr wachsam sein. Und von daher ist das jetzt auch der richtige Zeitpunkt gewesen, um das mal deutlich zu machen und zu sagen Stopp. Und auch wer zu Borussia Dortmund gehören will, für den ist keine Form von Rassismus Platz. Und wir müssen um jeden kämpfen und versuchen, den wieder in das demokratische Spektrum zurückzuholen. Aber dann auch diejenigen, die wir dann nicht zurückholen können, die müssen wir auch genauso klar ausgrenzen. Der BVB zeigt klare Kante, nachhaltig und auf verschiedenen Ebenen. Mitarbeiter, Anhänger und Sponsoren, die Fanabteilung und das Fanprojekt, sie alle sind fest mit eingebunden und füllen das Engagement mit Leben. Dazu kommt noch die enge Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern, deren Expertise unterstützt den Verein bei zahlreichen Projekten. Und dann ist es, glaube ich, eben auch sehr wichtig, dass wir, auch wenn wir das Thema gegen Antisemitismus gerade sehr zentral im letzten Jahr behandelt haben, eben auch Antworten haben auf andere Diskriminierungsformen, sei es Rassismus im Allgemeinen oder aber eben auch gegen Homophobie uns zu positionieren und zu agieren, gegen Sexismus, da breit aufgestellt zu sein, ist für uns sehr wichtig und passt eben auch super unter das Dach von Borussia verbindet. Yad Vashem, mit mehr als 1 Million Besucher pro Jahr, eine der bedeutendsten Holocaust-Gedenkstätten der Welt. Dort unterstützt der BVB den Bau eines neuen Gebäudes. Es wird den Namen Haus der Sammlungen tragen und soll das neue Herzstück werden. Da geht es darum, dass man ungefähr 1000 Sammlungsobjekte zusammengefügt hat, wo man anhand von diesen Objekten individuelle Geschichtsverläufe von Menschen, die Holocaust-Historie haben, die kann man da genau nachempfinden, und das ist dann in Yad Vashem, in der Fläche Yad Vashem ist das integriert, und ich glaube, dass das eine tolle Geschichte ist, auch eine sehr einfühlsame Geschichte wird. Borussia Dortmund leistet einen gewichtigen Beitrag zu diesem Vorhaben. 1 Million Euro, die bisher größte Spende in der Geschichte des Vereins. Eine Menge Geld, doch der BVB hat sich ganz bewusst für diesen Schritt entschieden. Ich glaube, dass wir gerade mit der Gedenkstätte Yad Vashem uns ein ganz, ganz wichtiges, zukunftsträchtiges Projekt ausgesucht haben, weil nämlich das Problem bestehen wird, dass die Erinnerung durch das Ableben der noch Hinterbliebenen immer schwieriger wird aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das Vergessen ist die größte Gefahr, und dagegen gemeinsam anzugehen, ein klares Zeichen zu setzen, auch eine werthaltige Summe zur Verfügung zu stellen. Das ist zum einen eine Verpflichtung für Borussia Dortmund, aber auch ein klares Bekenntnis, ein klares Zeichen
dass Borussia Dortmund an dieser Stelle Verantwortung übernehmen will. Anfang Mai 2019 rund um den israelischen Holocaust-Gedenktag. Eine schwarz-gelbe Delegation reist nach Israel, um der ermordeten Jüdinnen und Juden zu gedenken. Die Dortmunder Verantwortlichen nehmen an der Grundsteinlegung für das Haus der Sammlungen teil und nutzen den Aufenthalt, um sich ein Bild von der Gedenkstätte zu machen. Imposante Architektur, modernste Technik, dazu die Vielzahl an Originaldokumenten. Yad Vashem erzielt eine Wirkung, der man sich nicht entziehen kann. Sehr, sehr eindrucksvoll, auch sehr bedrückend, wenn man das im Einzelnen dann sieht. Aber es ist noch historischer, in einen größeren historischen Kontext eingebettet. Es ist ja auch da auf einer ganzen Reihe von Fläche ist ja zum Beispiel auch der Aufstieg des Nazireiches dort sehr, sehr stark auch historisch dokumentiert worden. Es wird auch sehr viel über die Versäumnisse anderer Länder berichtet. Und was aber der Unterschied vor allen Dingen ist, der letzte Teil von Yad Vashem ist wieder sehr stark der Zukunft zugewandt. Dieser Stolz auch der Überlebenden, heute Familien zu haben, mit den Familien dann auch wieder etwas Neues geschaffen zu haben, das finde ich insbesondere natürlich dann auch wieder sehr ermutigend. Every Holocaust survivor is a miracle. Every Holocaust survivor today is a living miracle. Jeder Holocaust-Überlebende ist ein Wunder. Diesen Ausspruch nimmt sich Yad Vashem zu Herzen. Zeitzeugen spielen in der Gedenkstätte eine wichtige Rolle. Sie bauen die Brücke von den Verbrechen der Vergangenheit bis zur Hoffnung auf eine bessere Zukunft. I say I'm from Lyon. No one did ask me questions. But after the school, the children up to the age of 13 are going to the church. And so I went to the church with these children. I gave that certificate to the priest. I never knew if he believed me or not. Wenn man sich heute vorstellt, wenn du dann über die ganzen Jahre erstens in einer unfassbaren Angst lebst, entdeckt zu werden und dann, wenn man dich entdeckt hat, dann unter diesen total entwürdigenden Zuständen und was diese Menschen durchgemacht haben, was die erlitten haben und dann aber am Ende trotzdem noch dann irgendwie diejenigen, zumindest die überlebt haben, trotzdem es wieder geschafft haben, das alles so ein Stück hinter sich zu lassen und sich dann wieder der Zukunft zuzuwenden und auch immer noch Vertrauen in Menschen zu haben, das kann man nicht beschreiben. Yad Vashem, eingebettet in den Mount Herzl, 5 Kilometer westlich von Jerusalem. Lebendige Metropole mit über 7000 Jahren Historie. Die Hauptstadt Israels, ein heiliger Ort für Juden, Christen und Muslime. Das ist einfach großartig, weil wenn man dann, so ich bin Katholik, auch praktizierender Katholik, das ist ja bekannt. Und wenn du dann als Kind, als Jugendlicher oder als Erwachsener dann auf Karfreitag oft im Kreuzweg warst und auf einmal bist du genau an den Orten, das berührt dich schon, das ist keine Frage. Und insofern ist das für mich eine der eindrucksvollsten Reisen, die ich jemals gemacht habe, vielleicht die eindrucksvollste überhaupt. Und dann im Herzen der Altstadt erwartungsfrohe Gesichter, Fahnen, Schals, Trikots, eine Kneipe komplett in Schwarz-Gelb. Der Fanclub Israelische Borussen hat ein Treffen mit der Vereinsführung organisiert und es sind über 100 Anhänger gekommen, um den BVB-Bus zu sehen. Ja, es war auch toll, das war schon cool. Es sind natürlich schon schöne Brüche in so einer Reise dann auch wieder, das ist auch klar. Und wenn du dann siehst, dass diese Leute
total begeistert waren und natürlich auch sehr stolz auf ihren Club waren, weil wir uns genau jetzt in Yad Vashem da auch engagiert haben, aber auf der anderen Seite dann auch relativ schnell fragen, wann werden wir endlich wieder deutscher Meister und so. Das Streben nach sportlichen Erfolgen und gesellschaftliches Engagement, zwei Welten, die der BVB vereint. Borussia verbindet Generationen, Männer und Frauen, alle Nationen. Dieses Motto wird bei Schwarz-Gelb auch in Zukunft an oberster Stelle stehen.